Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück auf meinem Kanal, Fragrance Talk hier. Ich hoffe, ihr seid gesund in der Corona-Zeit. Es ballert ja extrem hoch, aber ich hoffe, euch geht's gut. Und für alle Neuen, bleibt hier auf meinem Kanal. Hier gibt es Duftreviews fast jeden Tag über neue, über alte Düfte. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich hier auf meinem Kanal bleibt. Ja, heute habe ich kein Battle, aber welchen Duft sollte man kaufen? Cuba Gold oder Le Male von Jean Paul Gaultier. So, das ist die Frage. Und der Hauptpunkt jetzt und das Wichtigste, übrigens mit meinem Mikrofon hatte ich gestern erwähnt, heute ist ja Sonntag, ich will das jetzt nicht mehr jedes Mal in jedem Video ansprechen. Wir warten einfach auf mein neues Mikrofon und hoffen, dass es dann endlich mal, wenn es kommt, jetzt spreche ich es doch wieder an, funktioniert und nicht kaputt wieder ankommt. Ja, ich nehme mal das Geklimper hier mal kurz ab. So, es ist ja oft die Frage, Le Male oder Cuba Gold. Also ich sollte das Video mal machen, es war ein Wunsch und natürlich mache ich es dann. So, es ist auch ein cooles Battle, vor allem hier 8 Euro und hier, ja, das schwankt jetzt immer, das ist jetzt 125, keine Ahnung, 50, 60 Euro. Ich werde die Düfte so gut wie es geht unten verlinken, in meiner Beschreibung, schaut mal rein. So, was viele nicht wissen, jetzt kommt's, das hier, Cuba Gold ist das Original, nicht der hier. So, das wissen viele nicht. So, Cuba Gold ist das Original. Und lecker, einfach lecker, gut. Jetzt werden wir einen Augenblick warten, bevor wir den sprühen. Das ist einfach auch Lavendel, Vanille, eben dieser Touch, weil viele wissen ja nicht, dass es das Original ist. Eben der Le Male Geruch, ein bisschen frischer, finde ich persönlich. Und ja, aber sonst identisch, sehr schön. Vielleicht in der Luft ist er nicht ganz so süß wie das Original, aber ich finde das Original, ja doch, schon etwas süßer, stumpfer, sage ich ja immer bei dem Duft. Ein bisschen Kaugummi-lastiger finde ich das Original. So kann ich das am besten beschreiben. Er ist frischer. Haltbarkeit ist hier auf jeden Fall stärker. Klar. Der neue, das ist der 219er, der 220er kenne ich nicht. Heutzutage wird ja jeder Batch neu gemacht. Der 220er, der 219er hält auf meiner Haut 11 Stunden noch. So. Ich wiederhole mich, ich weiß, das ist ein Duft, genau wie bei seinen Dupes wollte ich gerade sagen, nein, das ist ja das Original, aber bei anderen Dupes und den Cuba Gold, dass man den Duft nicht wirklich wahrnimmt. Selber. Aber andere auf jeden Fall, so wie er riecht, ich habe, wie gesagt, nochmal die Geschichte, ich bin in die Tankstelle reingekommen, ein Jüngerer hat den auf jeden Fall getragen und nicht die alte Version, kann ich mir nicht vorstellen, dass er die hier, das ist die 95er Version, die allererste Version, sieht man ja auch, das ist schön gelb drin, kann man hier nicht so sehen jetzt. Und die ganze Tankstelle hat danach gerochen. Und der hier nimmt man auch wahr. Ich kenne den habe ich bei jemandem gerochen. Ich habe den natürlich schon länger, oder beziehungsweise ich habe den schon Jahre, aber ich habe ihn auch schon bei anderen gerochen. Oh, trägst du den mal? Nee, Cuba Gold. So, man nimmt den wahr, aber selber nimmst du diesen Duft, egal in welcher Version, nicht wahr. Warum auch immer, fragt mich nicht, das ist eben so. Aber es ist immer noch ein geiler Duft und im Endeffekt funktioniert er immer noch, kommt sehr gut an, ist für Bars, Clubs, Date einfach unschlagbar und auch vor allen Dingen Cuba Gold. So, weil für 8 Euro, 100 ml, macht ihr da nichts Falsches. Er ist einfach frischer, das ist das Original. Kauft euch da 10 Stück von, dann habt ihr noch nicht mal 100 Euro ausgegeben und ja, top. Natürlich, das Original riecht süßer, ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen besser, sage ich ganz ehrlich. Das habe ich hier, könnt ihr euch ja vorstellen, in den Raum. Also, und weil wir schon dabei sind, sprühe ich dann noch das Biest, das Monster von früher, 1995 mal. Oh. Oh. Ich hatte 2 Stück davon, ich habe nur noch einen, weil die kann man gar nicht leer machen. Sehr geil, die erste Auflage von 1995, steht hinten auch übrigens nichts drauf. So, und wichtig für euch, das mal zu erzählen, früher, erstmal muss der Batchcode
in Silber unten sein und dann ist das 75008 Paris. 75008 Paris sind die ersten Auflagen. So, nichts anderes, nicht so wie hier, das ist eine andere Postleitzahl und auch was danach gekommen ist, hat schon eine andere Postleitzahl. 75008 Paris. Das ist das Original Monster von 9596. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das kleine Battle gefallen. Im Endeffekt, das Fazit ist, ihr könnt beide kaufen. Ihr könnt auf jeden Fall beide kaufen. Beide sind sehr gut. So, das Original hält für mich persönlich länger, aber ihr könnt den Kuba natürlich auch mitnehmen. Hier als Zigarre und ist ja auch cool gemacht als Zigarre. Und Mann, könnt ihr überall mit ein Zuhause, einem Auto etc. und dann könnt ihr rumsprühen. Und wie gesagt, mehr auftragen und alles ist gut, trotzdem vorsichtig, auch der wird wahrgenommen. Ja, Lemal. Ich bin der Meinung so und so, dass Lemal immer noch funktioniert und ja, das soll auch so bleiben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und wie gesagt, feiert nicht so doll oder am besten gar nichts, bleibt zu Hause. Corona ist nun mal da und es wäre ja nicht schön. Es wird immer mehr, 7.000, 8.000 Leute schon am Tag, das ist so ein bisschen pervers. Wenn der Lockdown kommt, der zweite, werden viele Firmen nicht das überleben. So, Punkt. Und dann ist das Gejammer der anderen Leute, die keine Firmen haben und nicht selbstständig sind, groß. So, aber überlegt mal, warum das so ist. Weil wenn man draußen rumhampelt und alles nicht glaubt und die Maske etc., ich will nicht predigen, ja Leute, man wird das wohl mal, auch wenn scheiße ist und Hardcore ist, mal eine Weile aushalten, mal nicht das zu machen, was man sonst so macht. Weil ich sehe, dass in Hamburg geht das noch. Wundert mich, in Hamburg ist das nicht so extrem, aber in Mitte Deutschland explodiert das. Berlin und so und noch München so und so unten Bayern. Ja, hier oben im Norden geht es wirklich, in ganz oben im Norden, hier Hamburg, Schleswig-Holstein. Aber ja, es ist nicht schön. Wenn der zweite Lockdown kommt, ist echt scheiße. Das sage ich euch. Für viele Selbstständige und ja, das ist eine andere Geschichte. Bevor ich hier mich tot sabbel, die beiden dürfen gehen. Kuba Gold und Lemal. Also schaut da mal rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Fragrance Dog.